Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Rezeptvideo von mir. Im Ramadan, unserem gesegneten Fastenmonat, ladet man sich gegenseitig zum Fastenbrechen nach dem Sonnenuntergang ein. Aber ebenso tut man dies am Eid, unserem Fest nach dem Ramadan. Und dann muss es natürlich etwas ganz besonders Leckeres geben. Und da sich die meisten Menschen heutzutage nicht Low Carb ernähren, koche ich zu solchen seltenen und besonderen Anlässen natürlich entsprechend, weshalb ich hier das gefüllte Huhn auf dem indischen Pulau, also ein Festtagsreisgericht, serviert habe. Wie man den indischen Pulau herstellt, das Video dazu kann ich euch hier oben gerne verlinken. Wir verwenden ein ganzes Biohuhn, welches gesund und in der freien Natur leben durfte und entsprechend natürlich gesundes Fleisch liefert. Zuerst werden wir die Marinade für dieses Huhn herstellen und dazu geben wir griechischen Naturjoghurt hier in eine Schüssel. Der sollte natürlich auch von Bio-Qualität sein. Und zwar nehmen wir da etwa 250 Gramm von, dann geben wir einen gehäuften Teelöffel von dem Bio-Senf hinzu, dann kommt ein Esslöffel Bio-Tomatenmark hinzu. Dann habe ich hier noch einen Esslöffel von meinem Wunderlauchpesto hinzugegeben. Das ist aber optional. Das Video dazu, wie man den herstellt, verlinke ich euch hier oben. Und folgende Gewürze: Koriander frisch gemahlen, frisch geschlossener schwarzer Pfeffer, Kurkuma, Paprika, Himalaya-Salz und Knoblauchpulver. Die Gewürze kommen dazu und dann wird einfach alles gründlich verrührt. Und damit die Marinade eine rötlichere Farbe bekommt, was sie hier in meinem Fall aufgrund des Pestos nicht hat, habe ich dann noch einen halben oder ein Viertel Teelöffel dieser roten Lebensmittelfarbe hinzugegeben, die einfach aus rote Beetepulver besteht, denn das Hähnchen soll ja hinterher eine richtig schöne rot-braun krosse Farbe bekommen. Und mit dieser Marinade werden wir jetzt das gesamte Hähnchen von beiden Seiten gründlich einreiben. Und in der Marinade wird das Hähnchen dann über Nacht liegen, damit es die ganzen Gewürze gut aufnimmt. Und aufgrund des Joghurts wird das Fleisch dann hinterher auch sehr schön zart werden. Wir geben auch etwas von der Marinade in das Innere des Hähnchens. Dann decken wir das einbalsamierte Hähnchen mit einer Klarsichtfolie ab und geben das in den Kühlschrank über Nacht. Die übrige Marinade verwenden wir, indem wir noch einige Gewürze hinzugeben, wie Knoblauchpulver, Kräuter der Provence, Kurkuma, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer und eventuell noch etwas Bio-Gemüsebrühe oder Natursalz. Und dann kommen passierte Tomaten hinzu. Wir vermischen dann alles und diese Soße wird dann für das Gemüse verwendet, also sozusagen die Beilagen, die man zu dem Huhn dazu servieren könnte oder auch einfach auf dem Reis. Jetzt bereiten wir erstmal die Zutaten vor, die dann in das Huhn kommen werden, und zwar einige Bio-Zwiebeln, die ich hier einfach viertele, und dann einige Bio-Tomaten, die in grobe Würfel geschnitten werden, und ebenso eine Bio-Zitrone, die ebenso in kleine Würfel geschnitten wird. Und diese 3 Zutaten kommen dann alle in das Innere des Huhns oder eben so viel davon, wie hineinpasst. Das Huhn ist ziemlich groß, deswegen passt eigentlich alles da rein. Und diese Zutaten geben nachher einen richtig leckeren Geschmack ab für das Huhn. Zum einen sorgen sie dafür, dass das Huhn schön saftig bleibt, trotz der Tatsache, dass es auch kross gegrillt wird. Und zum anderen sorgt auch die Säure von der Zitrone für einen sehr leckeren Geschmack. Jetzt geben wir noch Kräuterbutter, die wir in kleine Stückchen geschnitten haben, teilweise auch mit in das Innere des Huhns und zum anderen hier unter die Haut vom Huhn. Und auch die Kräuterbutter verhindert, dass das Huhn austrocknet während des Grillprozesses, und sie gibt auch nochmal einen köstlichen Geschmack ab. Jetzt schneide ich ein Loch hier in diese Haut und ziehe dieses Loch über ein Bein. Und damit ist das Innere schon ausreichend geschlossen. Jetzt wird das Gemüse vorbereitet, hier in dem Fall halt Kartoffeln, die wir hier jetzt vierteln, einige Zwiebeln, die wir vierteln, etwas grüne Paprika und dazu kommt dann die eben zubereitete Soße. Alles wird damit gründlich vermischt und dann geben wir das Gemüse hier auf ein großes Backblech. Das marinierte und gefüllte Huhn kommt jetzt auf das Rost hier, welches wir dann über das Backblech in den Ofen schieben werden. Während des Back- und Grillprozesses läuft dann die Flüssigkeit aus dem Huhn immer hier auf das Backblech und vermischt sich mit dem Gemüse. Und zwischendurch drehen wir das ganze Huhn natürlich immer wieder um, damit es von beiden Seiten gleichmäßig goldbraun grillen kann. Die Temperatur wird nach dem Aufheizen relativ niedrig gestellt, auf etwa 160 Grad Celsius, damit das Huhn wirklich auch von innen gar und zart werden wird. Nach etwa einer Stunde ist das
köstliche, krosse Hähnchen dann auch schon fertig. Wir können es mit Petersilie garnieren und eigentlich kommt jetzt noch das Gemüse um dieses Hähnchen herum. Leider jedoch sind mir die Videos dazu verloren gegangen. Wie dem auch sei, wir können jetzt dieses kross gegrillte Hähnchen zusammen mit dem Pulao, also dem indischen Festtagsreisgericht, servieren, indem wir dieses Reisgericht auf einen großen runden Teller geben und darauf dieses Hähnchen legen und oder das Gemüse daneben, also entweder auch neben das Hähnchen auf den Reis legen oder einfach nur das Hähnchen zusammen mit dem gegrillten Gemüse servieren. Leider habe ich dazu die Bilder nicht mehr. In beiden Fällen jedoch ist dies ein ganz köstliches, ganz besonderes, schmackhaftes Gericht. Man könnte das Huhn allerdings auch an einem Spieß, der sich dreht, grillen. Und das hatte ich bei meinem zweiten Versuch getan in meinem Airfryer, der mit solch einem Spieß auch ausgestattet ist. Und solch ein Hähnchen am Grillspieß, das wird natürlich noch besser, weil es wirklich von allen Seiten gleichmäßig gegrillt wird und während es sich bei niedriger Temperatur langsam um die eigene Achse dreht. Im Airfryer kann man dies auch sehr stromsparend und in kürzerer Zeit herstellen. Das Gerät dazu kann ich euch gerne unten verlinken. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.